Wo schroffe Felsen sich über sanften Almen erheben und traditionelle Gastfreundschaft mit Schmankerl verwöhnt, wo charmante Städte zu Umwegen einladen und mit kulinarischen Genüssen locken, da liegen die Dolomiten. UNESCO-Weltnaturerbe und ein wahres Paradies für Naturgenießer und Naturgenießerinnen. Und für Menschen, die abseits der bekannten Wege ihre Bestimmung finden. Wir treffen moderne Nomaden, die mit ihren Schafen hoch hinaus wollen. Du hast hier ein Gefühl von Freiheit, das es in anderen Berufen nicht gibt. Am Rosengarten folgen wir zwei Wanderfreundinnen und ihrem Bergführer. Wenn man dann oben steht und den Berg bezwungen hat, ist einfach ein total tolles Gefühl. Im Grödnertal lassen wir uns in einem der ältesten Höfe der Dolomiten mit ladinischen Spezialitäten verwöhnen. Burschenschaft, Gemeinsamkeit. Bei Trient zeigt uns ein junger Unternehmer, wie er aus altem Holz innovative Lautsprecher macht. Und inmitten der Berge kommt ein Gemüsebauer auf ungewöhnliche Ideen. Das ist irgendwie ein botanisch essbarer Garten. Es ist meine Spielwiese. Man kann machen, was man will, und man kann probieren und leben. Wir begleiten ein Künstlerpaar, das Bergbauern aus entlegenen Dolomitentälern mit einer über 100 Jahre alten Kamera porträtiert. Und wir sind dabei, wenn Tierärzte einen wahren König der Berge retten. Die Faszination für diesen Ort und diese Tiere wird mich mein ganzes Leben lang begleiten. Die Seiseralm. Eine sanfte Hochebene, eingerahmt von den Massiven des Schlern und des Langkofel. Seit Jahrhunderten dient sie den Bauern als Sommerweide für ihr Vieh. Heute locken ihre Hütten Touristen und Touristinnen aus aller Welt. Kurz nach Sonnenaufgang bereitet Maria Rauch die Hütte auf den täglichen Ansturm vor. Wenn wir die Fahne aufhängen morgens, dann heißt's, jetzt geht's los. Jetzt natürlich im Sommer ist es noch schöner. Da ist noch niemand unterwegs, da hört man jetzt nur die Vögel und von unserem Nachbarn im Sommer die Kühe. Wir zeigen auch gerne Flagge hier in Südtirol. Sind wir schon stolz auf die Flagge mit dem Tiroler Adler. Wir sind zwar auf dem Ausweis Italiener, auch gerne Italiener, aber im Herzen sind wir halt Südtiroler. Auf 1850 Metern liegt die Rauchhütte am östlichen Rand der Seiseralm, mit Blick auf Langkofel und Plattkofel. Marias Vater, der Hüttenwirt Andreas Rauch, geht an schönen Sommermorgen gerne einer besonderen Leidenschaft nach. So, vor dem Mähen muss man natürlich schauen, dass man eine gescheite Schneid hat. Und da braucht es einen guten Wetzstein. Aus Stein, aus Naturstein. Und man muss das wirklich mit sehr viel Gefühl machen. Heute wird natürlich das meiste mit Maschinen gemacht. Aber früher war das reine Handarbeit. Da haben die Bauern hier den ganzen Sommer über die ganze Alm so gemäht haben. Und zu dieser wunderbaren Landschaft geformt haben, die wir heute haben. Für den Südtiroler ist die morgendliche Wiesmaat auch Frühsport und Meditation. Das ist wirklich ein wahnsinniger Duft und den ganzen Blumen und Kräutern, was da drinnen ist. Wenn man sieht, dieses klein gewachsene Gras, langsam gewachsene Gras, das ist natürlich Medizin für die Tiere. So, jetzt bringe ich das zum Pferden. Als leidenschaftlicher Reiter verwöhnt Andreas gerne seine Tiere. Er ist in den Dolomiten aufgewachsen.
Und da oben, wenn man da hinten Richtung Plattkofel schaut, dazwischen ist eine Alm. Da bin ich eigentlich als kleiner Junge aufgewachsen. Und mein Vater hat diese Alm bewirtschaftet und damals früher hat man Käse und Butter gemacht. Dann natürlich habe ich schon als Kleiner mit 7, 8 Jahren die Milch mit dem Pferdekarren ins Tal gebracht. Das wäre in dieser Zeit undenkbar. Die Rauchhütte öffnete in den 1960er Jahren ihre Türen. Damals unter der Regie der Großmutter von Helga Rauch, der heutigen Hüttenwirtin. Ich bin ja ein bisschen Mädchen für alles. Überall, wo man mich braucht. Ein bisschen Küche auch, Knödel drehen, Blumen, Garten. So, schon brauchen wir auch noch. Heute wird es warm. Und jetzt muss ich im Garten einen Rhabarber holen. Postkartenidylle pur. Die Familie Rauch legt großen Wert auf Produkte aus der Region und aus dem eigenen Garten. Ich bin hier aufgewachsen und ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen, nichts Schöneres vorstellen. Wir leben hier, wir leben mit der Natur, wir leben in der Natur. Also wir gehen hier auf die Berge, wir gehen wandern, wir gehen Kräuter sammeln. Alles hat hier einen anderen Rhythmus, es ist ein anderes Leben. Der Tag beginnt früher, aber er hört halt auch früher auf. Also wir sind schon weit weg von dem ganzen Trubel, von der Stadt, von der Hektik. Also unser Alltag ist einfach ruhiger. Doch ganz ohne Planung geht es auch hier nicht. Bevor die ersten Gäste kommen, treffen sich 3 Generationen zur Dienstbesprechung. Ja, das geht gut so, oder? Was sagst du? Sonntags ist halt immer am meisten. Morgen ist noch schön Wetter, nachher passt es auch gut. Die meisten werden nicht draußen sitzen wahrscheinlich. Ja, fein ist es auch alleweil. 1965 ging es los. Da haben meine Großeltern die Hütte gebaut. Meine Großmutter war Köchin. Sie hat Knödel, Speck gemacht für die Gäste, die vorbeikamen. Irgendwann wurde es dann mehr. Dann kam auch mein Vater dazu, meine Eltern. Es wurde uns allen irgendwo in die Wiege gelegt. Und die Freude am Kochen, die Freude mit den Gästen, es macht viel Spaß. Ja, meine Rolle ist eigentlich ganz einfach. Ich warte immer, was mir die Frauen in der Früh anstellen. Und dann mache ich das. Zum Mähen, den Rasen, die Wiesen zu pflegen und darunter das alles eigentlich ein bisschen Hausmeister machen, nicht? Am späten Vormittag erobern die Touristen und Touristinnen die Seiseralm. Hallo, grüß dich. Hallo. Wie viel seid ihr denn? 2. Während Helga draußen ihre Gäste empfängt, glühen drinnen die Pfannen. Traditionelles steht auf der Karte und moderne Variationen. Vitello tonato. Okay. Und das T-Bone Stick für 2. Abbiamo una focaccia fatta in casa con ricotta e pomodoro. Das Wochenende ist ein bisschen stressiger, aber na, das geht schon. Immer mit Lächeln. Gute Zutaten, mit viel Liebe verarbeitet. So lautet das Rezept der Rauchhütte. Jetzt kommen unsere Kräuter und Blumen ein bisschen zum Einsatz als Dekoration. Das ist einheimisches Fleisch, alles von hier aus der Umgebung, meistens von den grauen Kühen. Und die sind einfach allgemein ein bisschen kleiner, weil die für das Gebirge einfach ein bisschen robuster, kleiner sind, ein bisschen trittfester. Das schaut ganz gut aus. Mahlzeit. Ein Gericht ist absolute Chefinnensache. Jetzt machen wir unseren klassischen Kaiserschmarrn. Ein Muss auf der Seiseralm, ein Muss in den Bergen. Reichlich Eier, Mehl, Milch und eine Prise Zucker. Mehr braucht es nicht für einen Original-Kaiserschmarrn.
Außer vielleicht noch eine Handvoll Sultaninen. Und noch eins. Hier rein. So. Nach gerade mal 10 Minuten ist Helgas Kaiserschmarrn fertig. Ist ein sehr einfaches Gericht. Das haben die Bauern hier so auch schon mal nachmittags gegessen. Bei der Heuarbeit. Eier, Mehl, Milch, das hat man zu Hause. Das hat jeder im Keller gehabt. Ist nicht viel Aufwand, nicht viel Arbeit. Und ja, macht auch schön satt. Ganz klassisch beim Kaiserschmarrn sind die Sultaninen drinnen. Man kann aber natürlich viele verschiedene Sachen reingeben. Es gibt einen Apfelschmarrn, Nüsse kann man auch reingeben. Also da kann man spielen. Hat schon die richtige Farbe. Und noch bringt man was. So, ein Kaiserschmarrn. Wow, danke schön. Voll lecker. Ganz was Feines. Er ist so leicht karamellisiert, also das ist wirklich ein Traum. Er sagt sau gut und nicht lecker. Und so ein Schmarrn. So ein Schmarrn. Wir sind hier auf der Alm groß geworden, aufgewachsen. Im Sommer, als keine Schule war, waren wir den ganzen Tag hier am Helfen, Werkeln. Wir wollten halt helfen. Deshalb war für mich auch schnell klar, dass mir das auch taugt und den Kontakt mit den Gästen. Jeden Tag sind neue Gesichter da. Kein Tag ist gleich. Es ist immer etwas Neues, immer Abenteuer, sage ich mal. Am liebsten kümmert sich Maria um den Weinkeller der Rauchhütte. Mittlerweile haben wir einfach viele Gäste, die extra kommen, weil sie wissen, dass man bei uns einen schönen Wein trinken kann. Und mittlerweile kenne ich auch die Gäste und kenne ihren Geschmack ein bisschen. Abwechslungsreiches Klima und reiche Böden lassen in Südtirol erstklassige Weinreben gedeihen. Wir haben das Glück, aus Südtirol kennen wir eigentlich alle persönlich die Kellermeister. Das ist schon toll, dann hat man zu jedem Wein auch gleich eine kleine Geschichte oder man war schon dort und kennt sich halt auch. Am späten Nachmittag wird es allmählich wieder ruhiger auf der Seiseralm. Pünktlich um 5 Uhr heißt es Finito für heute. So, schöner Tag, toller Tag, tolle Stimmung, tolle Gäste. Spaß hat's gemacht. Und morgen wieder. Zum Sonnenuntergang zieht es Andreas Rauch in die Natur. Das ist jetzt der schönste Moment des Tages. Feierabend, auf meinem Pferd sitzen, noch ein paar schöne Galoppsprünge über die Alm, alles sacken lassen und dann natürlich wieder Kraft für den nächsten Tag tanken. Wenn die Sonne ihre letzten Strahlen auf die Felsen wirft, entfalten die Dolomiten eine geradezu magische Anziehungskraft. Die einst als bleiche Berge bekannten Dolomiten liegen zwischen dem Alpenhauptkamm im Norden und dem Gardasee im Süden. Sie erstrecken sich im Wesentlichen über die beiden norditalienischen Provinzen Trentino, Südtirol und Venetien. Nicht nur für die Menschen sind die Dolomiten ein Paradies. Sie bieten trotz des intensiven Tourismus und der Berglandwirtschaft noch immer ausreichend Lebensraum für viele Pflanzen und wilde Tiere. Darunter eher unbekannte Arten wie den Tannenhäher mit seiner Vorliebe für Zirbenzapfen und so ikonische wie das Murmeltier.
das sich entlang vieler Wanderwege ganz ungeniert präsentiert. Mit etwas Glück lassen sich sogar die heimlichen Könige der Berge beobachten, wenn sie zum Äsen aus den Felswänden hinabklettern. Im Naturpark Friauler Dolomiten wurden 1985 wieder Steinböcke ausgewildert. Der Biologe Marco Favalli war damals mit dabei. Heute haben er und sein Team eine ganz besondere Mission. Wir wollen einen Steinbock fangen, dessen Horn ungewöhnlich gewachsen ist. Und ein Stück dieses Horns müssen wir entfernen, damit das Tier überleben kann. Denn das verwachsene Horn droht sich in den Schädel des Steinbocks zu bohren, wenn es weiter wächst. Vor dem Team aus Biologen, Rangern und Tierärzten liegt nun ein 3-stündiger Aufstieg. Die Natur ist spektakulär, aber nur wenige Touristen verirren sich hierher. Man kann ganze Tage im Park verbringen, ohne jemandem zu begegnen. Diese Umgebung ist wirklich unglaublich. An dieser Stelle merkt man, warum es hier so wenig Tourismus gibt. 1300 Höhenmeter auf schmalen Pfaden liegen vor ihnen, um ins Reich der Steinböcke zu gelangen. Ich bin zum ersten Mal hier und hätte nicht erwartet, dass es so anstrengend wird. Aber ich hoffe, dass sich der Aufstieg später lohnt. Diese Jahreszeit ist einfach die schönste, der September, mit seiner klaren, frischen Luft am Morgen. Es ist wirklich ein einzigartiges Gefühl, in diesem Park zu sein. Die Steinböcke haben sich in den kühlen Schatten der Felswände zurückgezogen. Es braucht Erfahrung, um sie hier auszumachen. Ich kann einen Steinbock sehen, aber der hat 2 Hörner und ist nicht der, nach dem wir suchen. Lasst uns oben bei der Schutzhütte warten. Da können wir unsere Brotzeit essen. Vielleicht kommt er ja runter, um zu sehen, ob einige Krumen für ihn abfallen. Das Team hat das Ziel nahezu erreicht. Eine Hochebene mit einer winzigen Schutzhütte auf fast 2000 Metern Höhe. Dieses Notbiwak hat 9 Betten. Es ist ein bisschen eng, aber ein guter Stützpunkt für Wanderer. Und für eine zünftige Brotzeit. Wirst sehen, der Mistkerl kommt bestimmt pünktlich zum Mittag, weil er denkt, er kriegt was zu futtern. Aber heute scheint der Steinbock keinen Appetit zu haben. Es gibt noch einen Trick, um die Steinböcke anzulocken. Du musst Pipi machen. Das ist das Geheimnis. Wenn du pinkeln gehst, kommen die Steinböcke manchmal, weil Urin Mineralsalze enthält und die lecken sie dann auf. Meist klettern die Steinböcke erst auf die Grashänge hinab, wenn die Schatten wieder länger werden. Vorerst trotzt nur eine einzelne Gams der Mittagshitze. Wir müssen Geduld haben. Die beiden Ranger klettern den Steinböcken entgegen. Da sind noch andere Steinböcke. Ich werde hier bleiben und beobachten. Man kann den oberen Teil der Wand recht gut einsehen. Warten wir ab. Aber es wird schwierig, wenn der Steinbock dort oben bleibt. Keine Ahnung, ob er gegen Abend noch runterkommt. Immerhin. Marco und sein Team entdecken 2 andere Steinböcke.
Der eine ist schon älter, der andere ein Jungtier. Das Jungtier kam im Vorjahr zur Welt und ist schon recht selbstständig. Trotzdem bleibt es noch in der Nähe seiner Mutter. Am späten Nachmittag geht allmählich die Sonne hinter den Gipfeln unter. Tierarzt Stefano Pesaro bereitet das Betäubungsgewehr vor. Viel Zeit bleibt heute nicht mehr. Schon oft hat er Tiere betäubt. Zur Routine wird es dennoch nie. Es ist jedes Mal sehr aufregend, einem Tier so nahe zu kommen. Ich kann es berühren, es untersuchen und aus nächster Nähe betrachten. Das ist etwas sehr Besonderes. Allerdings ist es auch ein sehr riskanter Moment für das Tier und man muss sich jedes Mal echt konzentrieren. Ein bisschen Angst schwingt da schon mit. Gleichzeitig wird man von Adrenalin überflutet. Es ist also ein Wechselbad der Emotionen. Der Tierarzt muss das Betäubungsmittel mit Hilfe seiner Assistentinnen richtig dosieren, damit der Steinbock keinen Schaden davonträgt. Wir haben den Pfeil mit der Spritze, in der das Narkosemittel ist, geladen. Jetzt ist das Gewehr bereit und ich kann auf das Tier schießen. Ab jetzt ist die Waffe quasi scharf. Wir müssen also besonders vorsichtig damit umgehen. Die Spannung steigt. Doch noch ist der Steinbock nicht in Sicht. Stefano versucht, hintenrum hochzuklettern, um die Tiere dann ein wenig den Hang hinabtreiben zu können. Sie neigen nämlich dazu, nach oben zu flüchten. Immer rauf auf die Felsen, wohin ihnen niemand folgen kann. Nicht mal ein Raubtier. Das ist die typische Fluchtstrategie der Steinböcke. Caratteristica degli stambecchi. Dann ist es endlich soweit. Die ersten Steinböcke tauchen rund um die Schutzhütte auf. Diese Tiere haben seit Millionen von Jahren überlebt und sie gelten nicht umsonst als Könige der Berge. Es gibt kein anderes Tier, das solch steile Felsen bezwingen kann wie der Steinbock. Und kein Tier, das in einer solch unwirtlichen Gegend auch im Winter überleben kann. Plötzlich geht alles ganz schnell. Der Steinbock mit dem eingedrehten Horn kommt den Berg herunter. Wir haben lange gewartet, aber jetzt endlich ist er da, im letzten Licht. Der Tierarzt muss jetzt eine gute Schussposition finden. Und er kommt dabei dem Tier, das Wanderer gewöhnt ist, ganz nah. Perfekt, das war ein perfekter Schuss in den Oberschenkel. Er ist jetzt schon sehr ruhig. Vielleicht macht er noch ein paar Schritte. Aber wahrscheinlich legt er sich genau an dieser Stelle nieder. Warten wir noch ein bisschen, bevor wir mit dem Eingriff beginnen. Wenn er vollständig eingeschlafen ist, gehen wir hin und fixieren die Läufe. Knapp 45 Minuten hat das Team für die Operation am Horn. 83 und 52. Er atmet gut. Das Wichtigste ist, dass er atmet.
Mit der Flex trennt der Tierarzt das krumme Horn ab. Es hätte sich sonst in den Schädel gebohrt. Der Steinbock wäre jämmerlich verendet. Die Schnittstelle wird steril verbunden. Das Tier ist stabil. Alles hat soweit geklappt. Ich würde sagen, der richtige Zeitpunkt zum Aufwachen. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Zum Glück war die Mission erfolgreich, denn solche Eingriffe sind immer sehr heikel. Aber diesmal lief es wirklich gut. Wir sind ein super Team und ich danke allen. Dank der Notoperation wird der König der Berge auch in Zukunft noch rund um die Schutzhütte auf Brotzeitpatrouille gehen. Die Leidenschaft für diesen Ort und für diese Tiere wird mich mein ganzes Leben begleiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eines Tages nicht mehr an diese Orte kommen sollte. Etwas weiter im Nordwesten thront der Monte Pelmo über dem abgelegenen Val di Zoldo. Ein Dolomitental von ganz besonders süßem Ruf. Benvenuti nella Valle del Gelato. Willkommen in Eistal. Viele italienische Eisdielen in Deutschland haben ihre Wurzeln hier, im Tal der Eismacher. Nicht umsonst heißen so manche deshalb Dolomiti. Bitte schön. Ich kann so gut Deutsch, weil ich in Deutschland geboren bin, in Miltenberg am Main, das ist in Bayern, weil meine Eltern hatten eine Eisdiele in Deutschland. Und ich habe da Kindergarten gemacht und ich war jeden Sommer bis 17 Jahre in Deutschland. Auch Carlo Piva hatte in den 1980er Jahren eine Eisdiele in Deutschland. Dann kehrte er in seine Heimat zurück. Ah ja, jeden Morgen mit meinem Ferrari zum Arbeiten. Gemeinsam mit seiner Frau Walli betreibt er das Al Soler, übersetzt in der Sonne. Ciao Leute, ich wünsche euch alles. Buongiorno. Buongiorno. Ich küsse Sie, pass auf. Carlos Gelateria ist Treffpunkt für Einheimische und für Touristen und Touristinnen. Schon sein Großvater zog aus den Dolomiten nach Wien, um sein Glück als Eismacher zu suchen. Viele Familien folgten, denn Arbeit gab es kaum im Val di Zoldo. Während man in Österreich und Deutschland gar nicht genug vom Eis bekommen konnte. Von wann ist die? 1996. War schöner früher. Weil die sagen, Carletta, du bist alt geworden. Schau, ein Bild von deinem Eis. Mein Eis ist noch besser geworden als früher, weil ich mit viel Erfahrung besser geworden bin. Und so steht Carlo heute noch in seinem Labor im Keller der Eisdiele und feilt an der perfekten Rezeptur. Gemäß seiner Geschäftsphilosophie: Um ein gutes Eis braucht man gute Mittel. Grundbasis für die Herstellung. Da machst du doch den Unterschied in die Qualität des Produkts, das du verkaufst. Und damit das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Carlo wirklich stimmt, gibt es immer mal wieder unangemeldete Qualitätskontrollen im Eislabor. Wunderbar. Ich habe immer versucht, selber einen besonderen Geschmack, was mir gefällt, nach meiner Erfahrung. Ich habe immer experimentiert.
Manchmal ein bisschen Schnaps oder ein bisschen Rum. Kalt mochte Carlo es schon immer. In den Wintermonaten schloss er seine Eisdiele in Deutschland und machte als Skilehrer die Pisten der Dolomiten unsicher. Zugvögel nannte man Eismacher wie ihn, die mit den Jahreszeiten zwischen Deutschland und Italien pendelten. Es ist wichtig, besonders bei Fruchteis, dass die Früchte frischer sind. Ja, bei der Eiserstellung bei mir im Labor gab es immer Tirolmusik. Ich habe es immer gerne gehört, so wie jetzt noch. Oben kümmern sich Carlos Frau Walli und seine Angestellte Elena um die Gäste von nah und fern. In August kommen bei uns viele Italiener, weil die haben alle Ferien in August. In September und Oktober arbeiten wir viel mit Deutschen und Amerikanern, weil die kommen und die gehen wandern auf den Höhenweg oder in die Dolomiten. Die kurvigen Passstraßen der Dolomiten locken auch viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in das Tal der Eismacher. Wir waren schon öfter hier in dem Tal und haben verschiedene Eisdielen ausprobiert. Und wir haben immer Glück gehabt beim Eis. Waren immer gute Eis dabei. Mittags macht Carlo gerne Ausflüge in die Berge der Umgebung. Das Heimweh nach den Dolomiten zog ihn einst aus Deutschland zurück in sein Val di Zoldo. Ich komme hier auch, weil die Landschaft praktisch so geblieben, wie es früher war. Wenn ich die Berge sehe, ich sehe, mein Gott, ich würde nie leben in einem Land ohne Berge. Es hat mir immer gefallen. Immer Freude drin in meinem Herz. Eines der bekanntesten Massive der Dolomiten ist der Rosengarten. Er lockt mit Bergtouren für jeden Geschmack. Der Bergführer Thomas Zelger will heute 2 junge Frauen auf ihren ersten Klettersteig führen. Gut, den Rucksack gut positionieren, weil jetzt brauchen wir 1,5 Stunden bis zum Einstieg. Ja, da oben der Gipfel, den sehen wir bereits, da die Rotwand, 2806 Meter. Felicitas und Sonja kommen aus München. Die beiden Bergfreundinnen unternehmen oft gemeinsame Touren. Aber so steil war es bisher noch nie. Ja, erster Klettersteig. Ich bin schon ein bisschen nervös. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch echt ein bisschen Höhenangst. Bin ich mal gespannt, wie sich's dann anfühlt. Bergführer Thomas führt das ganze Jahr über Gäste in den Dolomiten. Diese Gegend hier, der Rosengarten generell und die Dolomiten sind für mich schon die Spielwiese der Jugend gewesen und sind die Heimatberge und man hat da schon ein besonderes Verhältnis dazu. Und geologisches Grundwissen gibt es en passant dazu. Hier unten haben wir ältere Schichten, Sandstein. Das ist halt auch total abgefahren, weil es hier unten ja, das siehst du genau, das siehst du genau, wie das Wasser gesunken ist. Das ist jedes Mal im Wasserstand. Genau. Ja, weil oben ist es ja eher Längsstrukturen. Das ist das ist Sandstein und das ist eben Dolomit. Und im Prinzip befinden wir uns hier auf einem Meeresboden. Also Klettersteig gehen ist eigentlich auch Wassersport? Ja, Wassersport für Spätaufsteher. Die schroffen Felsformationen waren mal Korallenriffe. Vor etwa 30 Millionen Jahren erhoben sie sich aus einem Urmeer. Wegen der Farbe ihres Gesteins nannte man sie einst die Bleichen Berge. Ende des 18. Jahrhunderts entdeckte ein französischer Geologe namens Dolomieu die besondere Zusammensetzung des nach ihm benannten Dolomitgesteins. Bergführer Thomas und seine Schützlinge nähern sich der Felswand.
Man weiß dann natürlich nicht, wie sie oben im Klettersteig reagieren, auf die Höhe, auf das felsige Gelände. Deswegen bleibt es immer spannend bis zum letzten Moment. Und auch das Wetter könnte heute jederzeit kippen. Was glaubt ihr, wie hoch die Wand ist vom Einstieg bis zum Ausstieg oben? Vielleicht 200. 200? Ist komplett falsch. Doppelte? 400 fast. Krass. Ja. Oh, Wahnsinn. Ja. Und die hängt 50 Meter über. Wenn man Kletterer drin sieht, dann sieht es schon, wie klein die sind. Das sind wie Ameisen. Heute soll es nicht durch die Steilwand zum Rotwandgipfel gehen, sondern entlang des Bergkamms. Das Schneefeld, das wir hier zu überqueren haben, ist nicht besonders steil. Wir queren das praktisch nur, deswegen ist es auch nicht gefährlich. Einfach ein bisschen kleine Schritte machen, flach auftreten und ein bisschen vorsichtig gehen. Dann packt man das ohne Probleme. Der Rosengarten bietet eigentlich für jedes Level, für jeden Menschen eigentlich ein Erlebnis. Egal, ob man unterhalb der Wände wandert oder ob man über die Wände hochklettert, das hat schon was. Ja, eine Besonderheit der Dolomiten ist sicher auch, dass es einfach hier unglaublich viele Klettersteige gibt. Man kann fast sagen, die Klettersteige sind hier erfunden worden. Und die auf Italienisch Via Ferratas genannten Eisensteige werden immer beliebter. Denn sie ermöglichen auch Einsteigern spektakuläre Perspektiven. Wahnsinn, schau. Ui. Was ist Wahnsinn? Jetzt wird's ernst. Gehen wir hoch oder drehen wir um? Nee, das ziehen wir jetzt schon durch. Jetzt sind wir schon da. So, wenn es so bleibt, ist gut. Ganz so kann ich nicht versprechen, aber ähnlich bleibt es. Ja. Aber schon hauptsächlich Fels oder also Tritte und so. Nein, also künstliche Tritte sind hier auf dieser Seite nicht. Beim Abstieg danach schon, aber hier der Aufstieg ist einfach nur mit Seilen gesichert, aber es gibt keine künstlichen Stufen. Okay. Klettersteig Level ungefähr A, B. Gut achten darauf, dass der Gurt eben perfekt sitzt. So, also erst oben festziehen. Fast? Sitzt. So, wie ihr seht, werden immer beide Klettersteigkarabiner in das Seil, das Stahlseil eingehängt. Gell? Und ganz wichtig, wenn ihr dann zum nächsten Haken kommt, gell, dann müsst ihr immer schauen, dass ihr die Karabiner einzeln umhängt. Einer muss immer hängen. Okay, gell? mit einer Hand. Genau. Und ganz locker hier hochgehen. Ich bin gerade echt erstaunlich ruhig und vor allem total motiviert. Also ich will da jetzt rauf. Ja, motiviert bin ich auch. Ja. Knapp 300 Höhenmeter liegen vor den Dreien auf ihrem Weg zum Rotwandgipfel. Wegen des unsicheren Wetters herrscht heute kaum Betrieb. Es macht Spaß, ich mag den Wind hier oben und die Aussicht ist fantastisch. Also manchmal habe ich noch so ein bisschen koordinative Schwierigkeiten, aber ansonsten läuft es ganz gut. An sonnigen Tagen kann es hier schon mal zu Rückstau und Gegenverkehr kommen. Die Klettersteige im Rosengarten sind gerade bei Klettersteigneulingen sehr beliebt. Ja, das ist sicher eine der ausgesetzten Stellen hier, gell? Eine der luftigsten. So, letztes Stück. Jetzt noch mal aufpassen, hier eine kleine Kletterpassage. Sind wir gleich da schon? Ja. Ah, cool. Eck ist das Kreuz. (2806 Meter). Der Gipfel der Rotwand im Rosengarten. Wow, super. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge. Man kommt raus in die Natur und man überwindet immer wieder eigene Grenzen, macht Dinge, die man vorher sich vielleicht auch noch nicht zugetraut hat. Und das Gefühl, wenn man dann oben steht und den Berg bezwungen hat, ist einfach ein total tolles Gefühl. Zur Belohnung dürfen sich alle in das Gipfelbuch eintragen. Was schreiben wir? Erster Klettersteig und den besten Bergführer. Ja, wie du sagst.
glaube, generell üben die Berge in letzter Zeit wieder mehr Anziehung auf die Menschen aus, weil ich glaube, das Leben ist so hektisch und in den Bergen finden die Leute wieder Zuflucht, glaube ich. Und andererseits natürlich, wenn mehr Leute in die Berge gehen, verliert der Berg wieder auch diese Einsamkeit. Aber ich denke schon, dass man viel Ruhe und Kraft holen kann. Das ist, glaube ich, das Schöne in den Bergen. Wandern. Bergluft schnuppern. Gut essen auf einer der unzähligen Almen. Es gibt viele Gründe, die Dolomiten und ihre Gipfel zu besuchen. Die ersten Gäste aus dem Norden entdeckten zu Beginn des 20. Jahrhunderts dieses norditalienische Paradies. Doch mit dem Wirtschaftswunder wurden es bald immer mehr. Und der Geschäftssinn der Einheimischen befeuerte ihre Gastfreundschaft. Aus Bergbauern wurden Hoteliers. Beschauliche Passstraßen verwandelten sich in hochfrequentierte Rennstrecken. Heute zählt die Dolomitenregion über 30 Millionen Übernachtungen im Jahr. Bei gerade mal rund 500.000 Menschen, die hier leben. Kein Wunder bei dieser Mischung aus alpiner Tradition und mediterranem Flair. Oberhalb von Bozen liegt, mit Blick auf den Schlern, ein ganz besonderes Refugium. Fernab allen Trubels. Harald Gasser ist Biobauer. Er beginnt den Morgen mit seinen Tieren. Gehen wir mal den Hahn auslassen, den indischen Kampfhuhn. Den haben meine Kinder mir zum Vatertag geschenkt. Das ist ganz eine seltene Rasse, aber mir gefällt sie extrem gut. Die legen ganz wenig Eier, nur so 30, 40 im Jahr. Und deswegen ist es ganz schwierig, die auch weiter zu züchten. Deswegen findet man sie eigentlich ganz selten. Das ist eigentlich die Rasse, die passt zu mir. Die ist für mich geeignet. Erstens, weil sie wenig Charme. Und zweitens, weil sie im Feld einfach mit mir mitgehen wie ein Hund. Der Hof von Harald liegt an den westlichen Hängen des Eisacktals. Sein Vater betrieb einst konventionelle Landwirtschaft, bis der Sohn alles anders machte. Hör ich nicht mehr zu, was die sagen wollen. Bei den Rindern handelt es sich um sogenannte Zebus, eine indische Rasse. Als ich den Hof übernommen habe, habe ich eine Rinderrasse gesucht, die widerstandsfähig und stark ist, kein Tierarzt, keine Medikamente braucht. Und dann sucht man sich halt Wildrinder. Andere Wildrinder, die sind alle viel zu groß gewesen. Und das ist eben ein ganz kleines. Und ich habe einen kleinen Hof, also kleine Rinder, nicht, habe ich mir gesagt. Weniger ist mehr. Das ist die Philosophie von Harald. Allerdings mit einer wichtigen Ausnahme. Über 600 verschiedene Sorten Gemüse wachsen in seinem Garten. Das dürfte wohl Südtiroler Rekord sein. Ja, also das ist eine schwarze Tomate. Da war das Tolle, wenn ich das erste Mal so eine schwarze Tomate gehabt habe, habe ich einen Tomatensalat gemacht. Und dann hat mein Vater mir angeschaut und gesagt, na, willst du mich jetzt vergiften? Nein, das sind die schwarzhäutigen Tomaten. Sie machen sich schön im Teller und so ist fürs Auge schön. Harald hat sich das Gemüsegärtnern selbst beigebracht. Aus purer Leidenschaft. 100% Bio. Ich mache ja jedes Jahr 80 Sorten Tomaten und wenn es möglich ist, immer neue. Weil es gibt 13.000 Sorten und ich hätte gern, bis ich das Leben fertig habe, so 10.000 probiert. Jetzt bin ich vielleicht bei 1.500. Deswegen habe ich noch viel zu tun, viel zu tun. Mit Kreativität und speziellen Sorten holt Harald aus seinem kleinen Garten viel heraus. Das ist irgendwie ein botanischer Garten, aber ein botanisch essbarer Garten.
Es ist meine Spielwiese, es ist ein Experimentgarten, weil es einfach frei ist. Man kann machen, was man will und man kann probieren und leben. Sein Geld verdient Harald, indem er an die regionale Gastronomie seine exotische Ware verkauft. Wenn er sie denn finden kann. Es ist ein Gesuche. Deswegen bezeichne ich sie gerne auch als Südtiroler Trüffel. Da haben wir eine. So eine schöne. Die schmeckt als wie eine grüne Erbse. Das ist ja verrückt, oder? Offizieller Name: knollige Platterbse. Die macht mir ja schon im Kopf Gedanken, wie schmeckt die jetzt? Isst sie dann? Und dann schmeckt sie ganz anders. Und das ist, was mir gefällt. Der Mensch ernährt sich zurzeit von 30 Sorten. Das ist ja fast schon respektlos der Natur gegenüber, wenn wir uns nur von 30 Sorten ernähren und es gibt 13.000 Sorten Tomaten. Ja, ich finde das extrem schade. Und einen Nachteil haben wir dabei: Geschmack. Die ganze Geschmacksvielfalt kennen wir nicht mehr und die ist ja wortwörtlich gesagt zu geil. Die Wurzelknollen lassen sich wie Kastanien rösten oder wie Kartoffeln kochen. Das ist wie, ich sage immer, wie eine Droge. Du fängst an und es geht immer mehr und noch die verrückteren Gemüsesorten und noch die verrückteren Farben und Geschmäcker und das hört nie auf. Harald war Sozialarbeiter und betreute abhängige Jugendliche, bevor er den Hof erbte. Heute unterstützen ihn seine Frau und 2 Söhne beim Gärtnern. Das ist die Weißdorn. Ich tue sie hier jetzt auslegen zum Trocknen. Die Köche machen mit denen verschiedene Sachen. Manche lassen es sogar fermentieren, andere machen ein Gelee. Das ist eigentlich ganz eine Frucht mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Traditionelles neu interpretieren. Das reizt Harald. Die Geschenke der Natur annehmen. Im Kleinen wie im Großen. Ja, der Schlern ist bei uns da in der ganzen Familie ein sehr wichtiger Berg. Es ist immer schon ein Berg gewesen, wo wir alle umgeschaut haben. Morgens ein Blick, abends ein Blick. Heint, wie man sieht, hat er einen Hut drauf und da gibt es ein Sprichwort. Hat der Schlern einen Hut, wird das Wetter gut. Hat er einen Sabel, wird das Wetter miserabel. Deswegen der Schlern ist sicher auch ein Wetterdeuter für uns. Er schießt so hoch wie ein riesiger Stein da zwischen den bewaldeten Bergen. Und deswegen, der macht schon irgendwie Kraft. Jetzt haben wir eine kleine Vielfalt zusammengestellt für einen Koch, der würde gerne einige Sachen probieren. Haralds Schätze sind begehrt und rar, denn er liefert nur, was die Saison gerade hergibt. Ich habe ja begonnen, zuerst zu arbeiten mit der Spitzengastronomie in Südtirol. Jetzt sage ich so, jeder darf mein Kunde sein, der was Lust hat zum Probieren und neue Geschmäcker zu testen. Manche waren überfordert von der großen Vielfalt, dass, wenn ich die ganze Vielfalt geschickt habe, dann hat er mich angerufen und gesagt, nein, das ist zu viel, das kann er nicht mehr einordnen und mit dem kann er nicht so kochen. Er braucht nur 10 Produkte, nicht 100. Aber es gibt Köche, die verwenden auch 100 auf einmal. Und das sind meine liebsten Köche. Einen Steinwurf von Haralds Hof entfernt liegt Bozen. Schon Johann Wolfgang von Goethe machte 1786 auf seiner italienischen Reise hier Station. Er stieg mitten im historischen Zentrum ab, direkt am berühmten Obstmarkt, dessen Birnen und Pfirsiche Goethe lobend hervorhob. Bis heute locken die Stände Einheimische und Menschen aus aller Welt mit alpinen Spezialitäten in südländischer Atmosphäre. Mögt ihr gerne probieren, ein Stückchen Bergekäse? Diese Magerspeck Gold, no, diese Rindfleisch, bitte schön.
wenn man schon hier ist, dann muss man natürlich auch die kulinarischen Qualitäten ausnutzen. Magerspeck, Schüttelbrot, den Käse, alles Mögliche gibt es hier. Und all das Mögliche müssen wir natürlich probieren, wenn wir schon hier sind. Neben kulinarischen Klassikern gibt es auf dem Markt natürlich Obst. Weit mehr als die berühmten Südtiroler Äpfel und Trauben. Der Obstmarkt hat ganzjährig geöffnet, mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen. Natürlich geht es in der Etschtal-Metropole auch immer ein bisschen um Sehen und gesehen werden. Die engen Gassen geben prächtige Laufstege ab, wenn der Blick sich nicht von all den Köstlichkeiten ablenken lässt. Oder von den Dolomitengipfeln, die hier und da zwischen den Dächern hervorlugen. Östlich von Bozen erhebt sich die Latemar-Gruppe und der Rosengarten. Er ist eines der wohl bekanntesten Dolomitenmassive. Auf seiner Rückseite liegt das Fassatal, in dessen Osten sich die steinerne Königin der Dolomiten erhebt, die Marmolata. Das Fassatal ist ladinisch geprägt. Bis heute sprechen viele Einheimische noch diese alte Sprache. Barbara Holzknecht kennt diese Gegend gut. Sie ist auf Castingtour. Ich bin heute in den Tälern der Dolomiten unterwegs auf der Suche nach Menschen, die ihr gesamtes Leben in den Dolomiten verbracht haben, dort gearbeitet haben und natürlich auch spannende Geschichten erzählen können. Und wir wollen diese Geschichten auch über ihre Porträts einfangen. Das heißt, ihre Gesichter erzählen meistens sehr viel von ihrem harten Leben, aber auch schönen Leben in dieser Umgebung und mitten in den Bergen, mitten in der Natur. Barbara und ihr Partner Kurt Moser haben eine Mission. In Zusammenarbeit mit der UNESCO porträtieren sie Charakterköpfe der Dolomiten. Sie nutzen hierfür eine alte Fototechnik, die sogenannte Ambrotypie. Heute soll ein neues Kunstwerk im Atelier entstehen und Barbara holt das Modell zu Hause ab. Ja, ich bin immer sehr neugierig und ich habe immer eine positive Einstellung zu jedem, den ich treffe. Und ich finde, dass jeder Mensch spannend ist und ja, etwas Schönes in sich trägt. Das heutige Porträtmodell war leidenschaftlicher Bergführer und Alpinist. Er ist inzwischen 80 Jahre alt und wohnt am Fuße des Rosengartens. Ciao, Barbara. Ich komme wie immer zu spät, aber ich komme. Passt schon. Besser spät als nie. Lass mich mal zuerst deinen Hut sehen. Das ist der typische Hut, der zur Tracht der Bergführer von Fassa gehört. Ach so, von Fassa. Gibt es da unterschiedliche Hüte? Nein, die schauen alle aus wie dieser. Bevor wir aufbrechen, wer ist denn dieser waghalsige Sechsjährige hier? Zeig mal. Der hier bin ich, der mit einem Bein über dem Balkongeländer. Und da oben haben wir die Larsek-Gruppe und den Torre Rizzi. Als Bergführer hat Gino einst Gäste auf die schroffsten Gipfel der Dolomiten geführt. Heute begleitet er Barbara zu ihrem Fotoatelier im Etschtal. Erzähl mal, was ist dir damals passiert? An der Elferspitze? Im Winter 1973 bin ich im Januar dort raufgeklettert. Und als wir das zweite Biwak aufschlugen, schneite es 30 Zentimeter über Nacht. Und wir hatten echte Schwierigkeiten, wieder runterzukommen. Es war grausam. Und ich erinnere mich, als wir nach Hause kamen, fiel die ganze Haut von unseren Fingern ab, weil wir Erfrierungen hatten. Eine enge Verbundenheit zu den heimischen Bergen. Sie zeichnet alle Modelle von Barbara und ihrem Partner Kurt aus.
Ihr Atelier liegt südlich von Bozen. Schön, dich endlich kennenzulernen. Ich habe viel von dir gehört. Komm, gehen wir rein. So, schau her. Hier ist die Kamera. Was für ein Apparat. Die ist ja älter als mein Vater. Viel älter, schätze ich. Kurt ist gelernter Kameramann und fasziniert von historischen Abbildungsverfahren. Das ist eine Optik von circa 1880, 1890 und die Kamera stammt aus 1907 und ist wirklich ganz brachial. Es gibt weder einen Verschluss, noch gibt es in der Optik irgendeine Blende. Das ist einfach nur Glas. Und damit arbeiten wir. Bevor das aufwendige Fotoshooting, die sogenannte Ambrotypie, beginnt, gibt es in der Wohnküche nebenan noch ein Schlückchen Wein. Zum Mutmachen. Wir stellen zuerst die Kamera scharf. Und wenn dann alle Lichter an sind, dann muss man etwa 15 Sekunden lang die Luft anhalten, damit man ganz still sitzt. Denk am besten an was Schönes, an eine Alm oder eine Frau. Weise Worte. Aber der Wein wird mir helfen, still zu sitzen. Das ist besser als Kaffee. Bei Gino steigt trotzdem die Spannung. Ich hoffe nur, dass das Ding nicht explodiert. Das hoffen wir auch. Boah, ich gehe davon aus, dass das ein richtig spannendes Bild wird. Die Falten, die er hat, die Ausstrahlung, die er hat, den Bart, den er hat. Also ich gehe davon aus, dass es ein richtig schönes Bild wird. Und ich freue mich schon, das zu machen. Kurt hat seine alte Kamera auch schon draußen in den Bergen aufgebaut, um die Felsmassive der Dolomiten zu porträtieren. Die UNESCO unterstützt das Projekt, das Barbara und Kurt Lightcatcher nennen, also Fänger des Lichts. Setz dich bitte. Ich hoffe, der ist nicht elektrisch. Keine Sorge. Jetzt bereiten wir uns gut vor. Die Fixierung ist wichtig, um bei langer Belichtungszeit Verwackelungen zu vermeiden. Höher oder tiefer? Das passt schon so. Okay, dann mache ich das mal fest. Ich bin schon ein wenig stolz, in dieser Apparatur zu sitzen. Ich habe das Gefühl, sie wird meine Seele einfangen. Bei der Ambrotypie wird eine mit Silber beschichtete Glasplatte ultraviolett belichtet. Dann sitzen die sehr lange vor dieser riesigen Kamera mit einem ganzen Haufen Licht vor sich und da passiert in diesen Menschen sehr viel. Interessanterweise ist es meistens bei Leuten wie jetzt hier unserem Protagonisten viel einfacher, als wenn wir jetzt hier irgendwelche Manager sitzen haben. Die können keine Minute ruhig halten. Da ist es meistens schwieriger. Bei den Bergbauern, die haben kein Problem damit, mal eine halbe Stunde nichts zu sagen, nicht zu sprechen und sich auch nicht zu bewegen. Dann geht das ganz einfach. Die sind eigentlich in sich selbst sehr gelassen und ruhig. Ein bisschen noch in diese Richtung? Nur ein ganz bisschen. Nein, nicht Tränen. Kippen. Kippen nach vorn. Tränen wieder zurück, jetzt hast du ihn total verdreht. So? Ja, nein. Oder so? So. Okay. Stopp, halt. Von Anfang an, von diesem Projekt her, war das ein Baby für uns, weil es ein Herzensprojekt ist und weil wir einfach an dieser Kamera unser Herz verschenkt haben und nicht nur, auch ganz viel Zeit.
Ja, es ist halt wahnsinnig spannend, weil du machst eigentlich nur ein einziges Foto und das ist ein komplettes Unikat. Wir trauen uns schon gar nicht, die normalerweise Fotos zu nennen, weil die wirklich ganz speziell sind. Und das Ganze summiert ist für mich immer wieder ein Erlebnis. Sobald die Belichtung startet, tickt die Stoppuhr. Fermo, 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 fermo. Es kostete Kurt unzählige Versuche, um ein Gefühl für das richtige Timing zu entwickeln. In der hauseigenen Dunkelkammer vollenden die Lightcatcher ihr künstlerisches Werk. Ich glaube, es sieht sehr gut aus. Warte Sekunde, ich bin fast nass. Das ist jetzt noch in Nebelschwaden. So, und jetzt taucht das Bild hier schön langsam auf. Das ist eigentlich der spannendste Moment überhaupt. Das ist so quasi wie Magie, wenn du das Auftauchen siehst. Deshalb ist es auch für uns jedes Mal wie eine kleine Geburt oder zumindest wie eine richtig spannende Überraschung, was dann dabei rauskommt. Okay, ich glaube, wir können ihn holen. Passt. Wow, und bitte die Tür auflassen. Wenn man die Resultate sieht, das ist natürlich jedes Mal ein Wow, es hat geklappt, wunderschön, wieder ein Bild da. Und ich denke, damit haben wir beide unseren Antrieb gefunden, dieses Projekt weiterzumachen. Madonna. Meine Güte. Meine Güte, was meinst du? Ich traue mich gar nicht hinzuschauen. Wer bitte ist denn der Typ da? Woher kommen diese Falten? Die waren schon da. Ich habe jedenfalls nichts damit zu tun. Ab einem bestimmten Alter sollte man sich nicht mehr im Spiegel betrachten. So sehe ich also aus, wenn ich in mich hineinschaue. Ich will jetzt diesen Begriff mit der in die Seele sehen nicht überstrapazieren, aber man sieht schon ein bisschen den Charakter von einem Menschen dann. Also den Blick kriegt man definitiv und das, glaube ich, sieht man dann auch in den Bildern. Abgeschieden in den Zentraldolomiten beim Wallespass liegt ein wahres Paradies für Schafe. Heute macht sich eine Herde auf die beschwerliche Wanderung zur Sommerweide. Unter der Führung dieser Frau. Alice Masiero ist Schäferin. Wir haben hier 190 Schafe und 16 Esel. Und die bringen wir jetzt zu den anderen 1000 Tieren, die schon oben auf der Alm sind. Eine echte Herausforderung, für die es Helfer braucht. Ohne Hunde geht hier gar nichts. Wir geben ihnen Kommandos, wie Lauf weiter oder Bellen oder so. Und die Schafe rotten sich dann zusammen und folgen den Hunden nach unseren Anweisungen. Gut 500 Höhenmeter liegen vor Schäferin Alice. Oben auf der Alm erwartet sie ihr Mann Fabio mit dem Rest der Herde. Am besten läuft man nicht zu schnell. Die Tiere sind schon recht trittsicher. Und sie freuen sich, die anderen Schafe zu treffen. Sie sind auch nicht so schnell aus der Puste wie wir. In dieser Gegend sind nur wenige Touristen und Touristinnen unterwegs. Die schmalen Pfade lassen kaum Platz für Ausweichmanöver. Diese Passage ist etwas gefährlich, weil die Schafe immer mal wieder Steine lostreten. Wenn da Leute sind, so wie jetzt. Hey, Sie da unten, tut uns leid. Achtung, Steine! Warten Sie lieber einen Moment.
Die Lämmer tragen Markierungen, um sie schneller ihren Müttern zuordnen zu können. Die Schafe sind sehr glücklich. Sie mögen die Berge, auch wenn es hier sehr steil ist. Aber nachher kommen wir in ein Gebiet mit sanften Hügeln. Da geht es ihnen wirklich gut. Auch den Lämmern und kleinen Eseln. Sie haben frisches Wasser, leckeres Gras. Es fehlt ihnen hier an gar nichts. Nach gut 2 Stunden erreicht Alice mit ihren Tieren das Ziel. Eine saftige Alm hoch oben über dem Dorf Falcade. So, da sind wir. Alles gut gegangen zum Glück. Heute sind alle angekommen. Sogar die kleinen Lämmer und Esel. Der einsetzende Regen stört die Schafe und auch die Schäferin nicht. In den Bergen muss man auf alles vorbereitet sein. Mal regnet es, 2 Minuten später schneit es und 5 Minuten später ist wieder strahlender Sonnenschein. Also ganz egal, ob warm oder kalt, Hitze oder Schnee, wir sind immer bereit. Dann kommt Alices Mann Fabio den Hang hinab. Die beiden haben sich seit über einer Woche nicht gesehen. Sie sind seit mehr als 10 Jahren ein Paar und haben einen 5-jährigen Sohn, der bei den Großeltern im Tal bleibt, wenn die 2 in den Sommerwochen auf der Hochalm sind. Vor allem Fabio sieht seinen Sohn dann selten, weil er immer oben bei den Tieren bleibt. Ich bin seit über einer Woche hier oben. Bald sind es 2. Die nächste bleibe ich wohl auch noch. Und dann mal sehen. Kommt drauf an, was das Wetter macht. Wenn Alice nicht bei ihm ist, leisten seine Hunde Fabio Gesellschaft. Dieser hier heißt Turco. Er ist noch recht jung, so 4, 5 Monate. Das dort ist Moro. Er ist schon fast 8 Jahre alt. Sie sind meine Freunde, aber du musst sie ein wenig auf Abstand halten, weil sie absolut gehorchen müssen. Du darfst nicht zu viel mit ihnen spielen, denn sonst werden sie zu selbstbewusst und hören nicht mehr auf dich. Die Arbeit hoch oben in den Dolomiten ist einsam und oft beschwerlich. Aber sie hat auch ihre Vorteile. Dieser Beruf gibt dir ein Gefühl von Freiheit, das du anderswo nur schwer findest. Auch wenn es eine seltsame Freiheit ist, weil du letztendlich ja 24 Stunden am Tag hier oben bist. Kurz gesagt, vielleicht muss man es einfach mögen, allein zu sein, nicht so viele Menschen um sich zu haben. Und man sollte eher anspruchslos sein. Eine winzige Holzhütte dient dem Paar als Behausung auf der Alm. Sie ist Schlafzimmer und Küche zugleich. Normalerweise brät sich Fabio Eier, Kartoffeln und Speck. Je nachdem, wann er nach Hause kommt, mache ich ihm auch mal etwas Fleisch mit Gemüse. Aber manchmal lassen uns die Schafe auch gar keine Zeit zum Essen. Dann gibt es halt nur schnell eine belegte Schinkensemmel aus der Pfanne. Es ist ein einfaches Leben, hier oben in den Bergen.
Vor ein paar Tagen sind wir noch fast an der Hitze eingegangen. Und jetzt ist es super kalt hier. Na, Fabio, was hast du jetzt vor? Auch wenn sie das Einfache hier oben schätzen. Eine Sache vermisst zumindest Alice. Das Einzige, was fehlt, ist eine Dusche. Denn bei dieser Kälte kann man für meinen Geschmack nicht baden. Ehrlich gesagt habe ich mit so einem Leben nicht gerechnet. Ich bin ja in der Stadt aufgewachsen. Aber ich will mich nicht beschweren. Fabio gibt seinen Schafen fast täglich eine Portion Salz. Das ist gut für die Verdauung der Wiederkäuer. Und es schafft Vertrauen zwischen Mensch und Tier. Als Hirte braucht es schon viel Leidenschaft und du musst ein Auge für die Tiere haben. Aber das kommt mit der Zeit. Alle Schafe mögen zwar weiß sein, aber sie sind trotzdem alle anders. Man muss sie eben kennen, immer genau beobachten und sich um sie kümmern. Bis zum ersten Schnee bleiben die Schafe und mit ihnen auch Fabio auf der Hochalm. Zugegeben, wir freuen uns schon auch darauf, das Hochgebirge am Sommerende wieder zu verlassen, weil wir dann im Tal mal mindestens einen Monat mit der ganzen Familie zusammen sind. Wir können dann gemeinsam Dinge erledigen, etwas arbeiten, vielleicht sogar mal zusammen eine Pizza essen gehen. All das, was man hier oben nicht tut. Daher genießen wir die gemeinsame Zeit mit unserem Kind umso mehr. Vor allem Fabio, denn er sieht den Kleinen sonst echt nicht oft. Die Freiheit als Schäfer und Schäferin hat ihren Preis. Aber sie schenkt Fabio und Alice auch einzigartige Stimmungen am Berg. Knapp 100 Kilometer weiter südwestlich liegt ganz am Rande der Dolomiten die Metropole Trient an den Ufern der Etsch. Von hier aus ist es kaum noch eine Stunde mit dem Auto zum Gardasee. Trient gilt seit Jahrhunderten als Tor zum Süden. In den historischen Gassen und auf den Plätzen der Altstadt weht bereits ein mediterranes Flair, vermischt mit alpinem Charme. Wo zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Bischöfe des Konzils von Trient tagten, genießen heute Besucher und Besucherinnen aus aller Welt die Verlockungen des Dolce Vita. Kultur, Cafés und Shopping. Dazu die Nähe zu den Bergen. Diese Mischung verhilft der Stadt regelmäßig zu einem Spitzenplatz unter den lebenswertesten Metropolen Italiens. Westlich des historischen Zentrums liegt das moderne Stadtviertel Le Albere. Hier baute der italienische Architekt Renzo Piano das Museum für Naturwissenschaften. Und hier treffen sich die jungen Kreativen der Stadt. Le Albere ist mein Lieblingsviertel von Trient. Hier fühle ich mich am ehesten wie in einer modernen europäischen Metropole mit Zukunftsvision. Die Gebäude sind mit Holz aus der Region gebaut. Und diese Architektur finde ich sehr inspirierend. Hier tanke ich jedes Mal unglaubliche Energie. Federico Stefani gründete hier sein Start-up, nachdem er zuvor bei der NATO in Brüssel gearbeitet hatte. Ich zeige euch jetzt mal, woran ich arbeite. Dieser Würfel ist ein ganz natürlicher Lautsprecher, der außen aus Fichte und innen aus Lärche besteht. Er duftet nur nach Harz.
Ganz ohne Chemie und Lack. Und jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert. Ich habe ein Lied dabei, das sicher jeder kennt. Man hört deutlich den Unterschied. Fredericos Idee wurde vor 5 Jahren aus dem Schicksal geboren. Im Jahr 2018 fegte ein Orkan durch Teile der Dolomiten und entwurzelte binnen einer Nacht Millionen von Bäumen. Vaja hieß der Sturm und Federico benannte seine Firma nach ihm. Ich erinnere mich noch, wie ich nach dem Sturm zum ersten Mal mit dem Auto hier herauffuhr und wir nicht durchkamen, weil die Straße tagelang von umgestürzten Bäumen versperrt wurde. Das Sturmtief Vaja hat das Gesicht der Berglandschaft nachhaltig verändert. Zudem setzen Borkenkäfer und Klimawandel dem Wald in den Dolomiten heute zu. Jetzt erreichen wir gleich einen ziemlich einzigartigen Ort. Er heißt Pitoi. An diesem Ort wurde die Idee für die Vaja-Lautsprecher geboren, mit denen wir diese Gegend ein wenig wiederbeleben wollen. Nur 5 Häuser gibt es in dem kleinen Dorf. In diesem Haus bin ich praktisch aufgewachsen. Es ist das Haus meiner Eltern und Großeltern. Und hier liegen die schönsten Erinnerungen an meine Kindheit. Denn im Sommer brachen wir von hier oft frühmorgens in den Bergwald auf. Man riecht schon beim Aufsperren diesen außergewöhnlichen Duft von Holz und Naturstein. Da geht mir das Herz auf. Der Sturm Vaja fällte den ganzen Hang oberhalb des Hauses. Und Federico besann sich auf seine Wurzeln. Dieser Holzstock bedeutet mir sehr viel. Den hat mein Großvater für mich geschnitzt, als ich klein war. Und bis heute, fast 25 Jahre später, spüre ich noch immer seine Kraft und Liebe, wenn ich mich darauf stütze. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich ihm beim Schnitzen zusah. Und seine Leidenschaft inspiriert mich bei meinem heutigen Projekt mit dem Sturmholz. Darauf wäre er sicher stolz. Vom Balkon fällt der Blick direkt auf den zerstörten Wald. Ich erkenne die Zufluchtsorte meiner Kindheit einfach nicht mehr wieder. Und das tut mir im tiefsten Herzen weh. Seinen Schmerz verwandelt Federico nun in Hoffnung. Und die gefallenen Bäume in Lautsprecherboxen. Es geht darum, etwas aus diesem kostbaren Rohstoff zu machen und die Menschen aus den Bergdörfern zusammenzuschweißen. Ob Holzfäller oder Zimmerleute oder die ganze Gemeinde. Alle wollen der Gegend gemeinsam neuen Mehrwert geben. Ciao ragazzi, ciao Giorgio. Federico hat mehrere Schreinereien aus der Gegend für seine Idee begeistern können. Er lässt dort die Lautsprecher aus dem Sturmholz fertigen. Also, Giorgio, bist du bereit? Na klar. Wir haben jetzt fast 90.000 gebaut, richtig? Ja, 90.000. Sehr schön. Dann schauen wir uns jetzt an, wie man den Spalt reinmacht. Giorgio will jeden Lautsprecher einzigartig machen und lässt sich dabei von den Bäumen inspirieren, die der Sturm zu Boden geworfen hat.
Er hatte diese Eingebung, jede Box durch einen individuellen Spalt zum Kunstwerk zu machen und die Geschichte des Holzes damit zu erzählen. Seine Lautsprecherboxen vermarktet Federico über das Internet. Und für jede verkaufte Box lässt er einen neuen Baum in den Dolomiten pflanzen. Es fühlt sich gut an, hier vor dieser kleinen Lerche zu sitzen. Das ist eine von über 80.000, die wir schon in den Dolomiten gepflanzt haben. Und in 60 Jahren wird diese Kleine hier zu einem Riesen heranwachsen und hoffentlich den Berg beschützen. Das Grödnertal am Fuße des Langhofel wurde von Vaja verschont. Bei St. Christina schmiegt sich einer der ältesten Höfe der Alpen an den Hang, der Paratoni-Hof. In 10. Generation wird er heute von Familie Insam bewirtschaftet. Der Tag von Klaus Insam beginnt noch fast wie vor 800 Jahren. Heute sind sie schon ein bisschen nervös. Meistens sind sie so um 5, halb 6 gemolken. Und heute ist es ein bisschen später. Der Senior hilft mit seinen 80 Jahren noch immer im Stall, in den gerade mal 3 Kühe passen. Sie kommen später im Sommer auf die Alm. Unsere essen Gras und Heu. Wir geben eigentlich wenig Getreide und wenig so Kraftfutter. Deswegen geben unsere Kühe eher wenig Milch, aber es soll schon eine gute Qualität sein. Aus der frischen Milch macht die Familie traditionelle ladinische Gerichte. Denn der Paratoni-Hof hat auch eine kleine Gastwirtschaft. Klaus' Frau Gemma ist die Hüterin des kulinarischen Erbes. Graukäse ist eigentlich traditionell ein arme Leute-Essen. Das haben die Leute, die Bauern, mit Magermilch gemacht und ohne jegliche Zusätze, kein Lab, keine Fermente. Und aus Graukäse kann man dann verschiedene Gerichte machen. Da kann man die Knödel machen, kann man eine Graukässuppe machen. Mit diesen ladinischen Klassikern verwöhnt die Bäuerin auch Gäste. 3-mal in der Woche öffnet sie den Hofschank in der historischen Stube. Eine alte Bäuerin hat es mir mal erklärt, wie man den macht. Und dann hat sie immer gesagt, der Topfen darf nicht zu trocken und nicht zu nass sein. Und das ist dann Erfahrung. Das muss man dann fühlen. Das kann man nicht leicht erklären. Viele Einheimische haben die traditionelle Landwirtschaft aufgegeben und leben heute vom Tourismus. Ja, die Landschaft, da wirf ich immer wieder einen Blick drauf. Also finde ich richtig aufbauend. Ich kann nicht lange verweilen, aber den Langkofel und den Blattkofel, der liegt mir am Herzen. Ein Ausblick, der sich zunehmend verändert. Heute prägt neben dem Fels auch immer mehr Beton das Landschaftsbild. Im Tal wird ziemlich viel gebaut, speziell in den letzten Jahren. Und mal schauen, ob diese Häuser, die heutzutage gebaut werden, so lange bestehen bleiben wie unser altes Haus, das hier jetzt fast 800 Jahre alt ist. Ihren denkmalgeschützten Hof hat das Paar 2012 mit viel Liebe zum Detail restauriert. Schon vor Generationen saßen Klaus Insams Vorfahren hier beisammen, aßen gemeinsam oder musizierten an langen Winterabenden. Das Holz hier von dieser Stube ist praktisch teilweise 500 Jahre alt, auch dieser Balken hier. Und wir haben es eigentlich nur abgebaut und hier auf dem Platz geputzt mit Kernseife, weil es teilweise ganz verrußt war vom Rauch der Küche. 10 Personen teilten sich einst die historischen Räume. Das war das Elternzimmer, wo die Eltern geschlafen haben. Und hier nebenan ist noch der kleine Raum. Da haben praktisch vor 80 Jahren ungefähr so 5 Mädchen drin geschlafen. Und der Raum, der wird ungefähr 7, 8 Quadratmeter haben, nicht mehr.
Heute dient die alte Stube als Gastraum. Am Abend wollen die Wirtsleute ihre Gäste mit einem ladinischen Menü verwöhnen. Gemma kocht hauptsächlich mit hofeigenen Zutaten. Am Kochen finde ich am tollsten die Kreativität. Man kann da so vieles abändern und neu machen und ausprobieren. Und das Endprodukt ist auch wichtig. Dann kann man es gemeinsam genießen. Kochen schafft Gemeinsamkeit. Eigentlich arbeitet Gemma als Lehrerin. Das Kochen ist ihre Leidenschaft und seit Eröffnung der Hofschenke zu ihrem zweiten Beruf geworden. Zu der glasigen Zwiebel kommt jetzt der Graukäse dazu. Und der Graukäse gibt dann einen richtig deftigen Geschmack. Ja, wer es richtig deftig haben will, der schmeckt das schon ganz gut, ganz scharf. Kochen ist bei den Insams eingespieltes Teamwork. Beide betreiben ihre Gastwirtschaft aus reiner Leidenschaft. Diese Blumen hier, die wir hier haben, haben wir angesetzt extra für die Küche. Die brauchen wir für unsere Salate und Salatteller. Da haben wir Stiefmütter, dann gibt es Beinwell, Symphytumblüten. Auf solch stilistische Feinheiten dürften Klaus' Vorfahren einst wohl weniger Wert gelegt haben. Seine Frau Gemma nimmt sich alle Freiheit zur kulinarischen Kreativität. Typisch für die ladinische Küche sind sicher die einfachen Zutaten, nicht viele Zutaten, aber dann kreativ verarbeitet. Einfach, aber einfallsreich. Das sind Brennnesselblätter. Die werden leicht gesalzen, mit Öl besprüht und dann im Backofen bei 180 Grad gebacken. Sind sehr knusprig und eigenartig im Geschmack. So, die Platten sind jetzt fertig. Ich bin ganz zufrieden. Ich finde, sie schauen gut aus. Wenn die sinkende Sonne die bleichen Berge rötlich färbt, wird es Zeit für den Aperitif. So, guten Abend meinerseits. Insgesamt 20 Gäste finden in den historischen Gaststuben Platz. Das 5-Gänge-Menü beginnt mit einer ladinischen Brotzeitplatte samt Schinken, Graukäse und einem Süppchen. Ja, mein Mann ist vom Beruf gelernter Bildhauer und die künstlerische Ader, die sieht man ihm auch an beim Teller anrichten. So viel Präzision bei den Blumen wie mein Mann hat keiner. Neben ladinischer Brotzeitplatte und Salat stehen die Graukäseknödel und Südtiroler Tutris auf dem Menü. Das sind frittierte Teigtaschen mit Sauerkraut. Zum Abschluss gibt es knusprige Marillentäschchen mit Zitronensorbet. Herrlich. Chalibon. So gut gemacht. Dankeschön. Gute Die Dolomiten. Ein Sehnsuchtsort, dessen Tälern und Gipfeln ein Zauber innewohnt, dem man sich nur schwer entziehen kann.